Es gibt Momente im Leben, da lässt man nicht los. Man schlägt zurück. Eine wahre Geschichte von Rückschlägen, Neuanfängen und der unaufhaltsamen Kraft, weiterzumachen. Gib niemals auf, egal welche Überraschung das Leben für dich bereithält. Die Veröffentlichung im Kino von Marvin Dells Dokumentation ist der Beweis für das Durchhalten. Es geht los. Eigentlich schon ein bisschen zu spät. Die sind alle noch ein bisschen beim Popcorn und Cola kaufen. Wir gehen jetzt gleich in den Saal rein. Let's go. Sag mal, bist du heiß? Aber wie? Einschalten, Leute. Wisst Bescheid, vorbeikommen. Tickets gut. Trotzdem. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid. Wenn ihr mal so links und rechts guckt, ich glaube, wie viele kennen sich in dem Saal? Eigentlich fast jeder, oder? Klassentreffen von 3 Generationen haben wir hier organisiert. Auch hier ganz vorne möchte ich mal ganz kurz ansprechen, wer hier vielleicht alles sitzt, weil hier ein paar Special Guests sitzen. Abgesehen von meinem Vater, meinem Bruder, seiner Frau, meine Mutter ist hier vorne. Der Emir aus Wien ist hier, das ist der Kameramann von Raf Kamora, er ist aus Wien heute angereist. Das ist quasi derjenige gewesen, der noch dem Ganzen ein gutes Ende gegeben hat, nachdem das leider schleppend angefangen hat. Wir haben mit Anton, der ist mit dabei, der spielt mit dem Film mit. Mein Bruder Rolf Dianin, Hani und Sufjan aus Köln angereist. Wir haben Warum, was ist los, Ramo? Seit wann bist du so verlegen? Chavez, Armin Kurtovic und seine Frau vom 19. Februar. Darauf werden wir später noch drauf zurückkommen. Jano, Naila, Chris, Dankeschön. Ansonsten alle, danke, dass ihr alle gekommen seid. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, den Abend mit mir zu teilen. Die Grundidee entstand im Gefängnis, weil ich einfach gemerkt habe, als ich im Gefängnis war und die Tür auf einmal zuging und ich mir dachte, okay, jeder weiß eigentlich, also mein Fall ist so glasklar, dass wir dann später in Form des Films sehen werden. Irgendjemand wird jetzt kommen, wird die Tür aufmachen, wird halt sagen, Herr Dennis, ein Fehler passiert, Sie können nach Hause gehen. Und weil das Kind in uns so sehr an Gerechtigkeit glaubt und so sehr davon ausgeht, dass eben das Gute vorherrscht auf dieser Welt, habe ich halt immer da gesessen die ersten Tage und dachte, es wird jemand kommen, 100% wird jemand kommen. Kam halt keiner. An diesem Tag ist nichts passiert und du sitzt da und du weißt jetzt, du wirst 2,5 Jahre im Gefängnis sitzen. Du kannst nichts dagegen machen, du bist einfach nur betäubt. Du musst zusehen, wie das alles quasi mit dir passiert. Und das war der Punkt, wo ich einfach diese Veränderung wollte. Vor allem ist kein Geheimnis mehr, ich bin seit über 20 Jahren jetzt konvertierter Muslim. Die ganze Islamophobie, die in Deutschland leider vorherrscht, diese Fremdenfeindlichkeit und all das, dieser Hass unter den Menschen in der Gesellschaft hat irgendwie in mir sowas losgelöst, dass ich gesagt habe, ey, ich muss natürlich auch logischerweise erstmal primär für mich, um meine eigene Gerechtigkeit mich darum kümmern, aber halt auch eben, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwie versuchen, auch für andere Menschen zu sprechen, die eben unter ähnlichen Sachen leiden. 9. Februar aus Malaga hier in Frankfurt gelandet, 10 Tage später, am 19. Februar 2020, wissen wir alle, was passiert ist. Und ich will euch kurz meine Gefühle dazu sagen, weil man muss jetzt ein bisschen empathisch sein. So, ich bin der
Salafist gewesen und keine Ahnung, komischer Typ, hat jetzt einen Bart, betet zu Allah und so, will irgendwie, keine Ahnung, will sich wegsprengen. Bin schon nach Marokko gegangen, um eben diese Religion verstehen zu können, hab dort gelebt, hab mich dort integriert, wurde super aufgenommen, komm nach Deutschland zurück, um eigentlich mein Projekt in die Wege zu leiten und zu vollenden, und 10 Tage später werden Freunde von mir über den Haufen geschossen hier, aufgrund Fremdenfeindlichkeit, Hass, Rassismus, Islamophobie. Mein Team wird später nochmal gelobt. Leute, wo sitzt ihr eigentlich alle hier so verteilt? Orange, ja. Die werden später noch alle gelobt. Sie haben komplett mit mir die ganzen Jahre über so beispiellos mit mir an dem Projekt rangeklebt und haben gesagt, ey, wir glauben an dich, Bro, du schaffst das. Und ohne euch hätte ich das sowieso niemals geschafft. Niemals. Ein kurzer Applaus für euch, bitte. Ich bedanke mich erstmal bei jedem von euch, dass ihr gekommen seid, weil ohne euch wäre dieses Projekt heute nicht möglich gewesen. Danke dafür, und jetzt gucken wir uns erstmal den Film an. Danke. Etc. ist, habt ihr da auch sehr gute Kontakte? An dem Tag sind wir raus und die sogenannten Opfer Meine Eltern haben sich früh getrennt, als ich ca. 3 Jahre alt war und als ich im Gefängnis war und eine Rebellion über viele Jahre gelebt habe und immer gesagt habe, ja, mein Vater ist nicht da gewesen, weil mein Vater, ich hatte nie Kontakt zu meinem Vater, eigentlich fast über 20 Jahre lang. Und ich habe immer gesagt, so, ja, wegen meinem Vater bin ich so und alles ist scheiße wegen meinem Vater. Und warum ich das sage ist, Leute, diese Religion, der Islam, der so schlecht geredet wird in der Öffentlichkeit. Ich habe im Gefängnis gesessen und bin im Koran immer wieder darauf gekommen, dein Vater, deine Mutter, dein Vater, deine Mutter, dein Vater, deine Mutter. Sorry für die Muslime unter uns, natürlich eigentlich in einer anderen Reihenfolge. Wir wissen, dass der Prophet, Frieden singen, auf jeden Fall erst die Mutter erwähnt hat. Aber in dem Sinne, es wurden immer wieder die Eltern. Erweist den Eltern Güte, erweist den Eltern Güte. Papa, du bist ja praktizierender Christ auch. Du weißt auch, dass es in der Bibel eben genauso steht, die Bibel und der Koran. Nur, falls es euch interessiert, alle schauen immer auf diese Unterschiede, aber wir haben so viele Gemeinsamkeiten zwischen der Bibel und dem Koran. Und ich habe mir dann gedacht, wie soll ich ein guter Gläubiger sein, wenn ich meinem Vater irgendwie so das nicht vergebe und so schlecht irgendwie zu ihm blicke. Und dann habe ich eines Tages, Mama, du erinnerst dich dran, im Gefängnis, habe ich gesagt, Mama, kannst du mir bitte die Adresse von meinem Vater geben? Und dann habe ich ihm geschrieben und wusste erst nicht, ob er mir überhaupt antworten wird. Und Papa, du hast mir dann so einen Brief zurückgeschickt mit deinen Cousinen und deinen Cousins und ich freue mich so und. Wir haben uns dann direkt nach der Haftzeit, haben wir uns dann kennengelernt und ich muss sagen, Papa, du bist für mich, bist du so ein großes Vorbild, weil du bist gläubiger Christ und auch hier, ich möchte es hier bitte, Leute, dass ihr es versteht. Mein Vater ist gläubiger Christ, geht jede Woche in die Kirche, mehrmals. Wir verstehen uns so gut und wir respektieren uns auf einer Ebene, wo ich mich mit anderen Menschen nicht so unterhalten kann und so ein Respekt vorherrscht. Und mein Vater und ich, wir haben sehr, sehr viele Gespräche über Gott, ohne uns einmal zu streiten. Und Leute, das ist die Realität. Das, was draußen abgeht, das, was von den Medien wiedergegeben wird, das ist eine Lüge, weil wir lieben uns, Papa, und ich möchte dir sagen, ich liebe dich. Danke, Papa. Meine Mutter war in ihrer guten Weise sehr streng. Mama, du hast immer an mich geglaubt. Du hast immer an mich geglaubt. Ich weiß von Anfang an, dass du an mich geglaubt hast, als niemand an mich geglaubt hat. Du hast im Gefängnis an mich geglaubt, du hast an das Projekt geglaubt. Du wusstest, dass ich es irgendwann schaffen werde. Und jetzt sind wir hier, guck dich um, Mama, wir haben es geschafft. Wir sind hier in einem vollen Kino.
irgendwann habe ich einen Code gelesen und ich weiß nicht, ob ich dir das mal gesagt habe, Mama, aber es hat mich irgendwann so inspiriert, weil meine Mutter hat mir auch finanziell zum Beispiel viel in der ganzen Dokumentation geholfen, dass ich gewisse Sachen realisieren konnte, weil ich einfach zwischenzeitlich so broke war. Und meine Mutter hat mir da sehr viel geholfen. Danke, Mama. Und ich habe einen Code gelesen. When no one is supporting you, there is still your mom on your side supporting you. Danke, Mama, für alles. Danke für alles. Das Religionsding, ich hoffe, das hat jeder von euch eben verstanden, wieso ich es auch eben noch mit meinem Vater angemerkt habe, weil im Großen und Ganzen haben wir eigentlich keine Missstände, vor allem in den großen Offenbarungsreligionen, nicht im Judentum, Christentum und auch im Islam. Es ist halt leider einfach immer ein Produkt und die Propaganda, in der wir leider leben, um unter uns Zwiespalt und Zwietracht zu schaffen. Es ist nun mal leider so, aber die Religionen, so wie sie sind in ihrem Ursprung, sind eben nicht so. Okay, es wird immer gesagt, ja, Islam heißt Frieden, aber alle großen Offenbarungsreligionen bedeuten Frieden, weil Gott hat sich nicht von uns ausgesucht, dass wir uns gegenseitig bekriegen und hassen oder sonst was. Ich habe hier Mutlu und Cetin sitzen, ich wollte die nochmal gerne ansprechen, weil ich gerne den 19. Februar, ich habe es vorhin nochmal gesagt, zum Beispiel meine Eltern haben einen Sohn aufgrund dieser ganzen Stigmatisierung und dieser ganzen Fremdenfeindlichkeit im Gefängnis gehabt, nur im Gefängnis 2,5 Jahre und leider hat Armin und seine Frau ihren Sohn verloren dadurch, weil Hamza Kurtovic, möge Allah seiner Seele gnädig sein, ist leider einer von den Getöteten gewesen. Ebenso Cetin, sein Bruder Gökhan. Cetin, Mutlu, danke auch, dass Sie hierher gekommen sind. Die waren jetzt in London, Cambridge, Birmingham, richtig, mit ihrem Buch geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland. Leute, ich glaube, man muss nicht mehr dazu sagen, weil der Titel einfach ausreicht, um zu verstehen, was man damit sagen will. Leute, wir sind hier, wir haben verschiedene Religionen, wir haben verschiedene Kulturen, vielleicht auch andere Sprachen und so, aber wir sind alle hierher gekommen, uns alle irgendwo integriert, hatten alle, vor allem die Ermordeten vom 19. Februar, waren alles Leute, die hier fest integriert waren. Es waren halt auch einfach leider, beziehungsweise sind einfach sogar noch die erwischt worden, die er wahrscheinlich selber nicht erwischen wollte. Wir haben hier Bilal, auch bitte, Momo, wo bist du eigentlich? Wir haben hier Bilal, Bilal, steh mal bitte kurz auf. Ein Applaus für Bilal, einer Überlebenden. Wir haben Mohammed, zum Glück, dass mein Bruder Mohammed überlegt, aber aufstehen bitte, Bruder. Mohammed hat einen Schuss in die Schulter zum Glück überlebt. Ich freue mich, Leute, dass ich mit euch noch hier sein kann, weil es ist vor allem für euch keine Selbstverständlichkeit. Vor allem für euch. Und geht damit bitte nach Hause, das ist die Message, die ich geben will. Woher kommt dieser Hass? Woher kommt diese Fremdenfeindlichkeit? Warum? Das ist gewisse. Wir wollen gar nicht anfangen. Wir sind Muslime, wir lügen nicht. Wir sagen nicht, nee, hier stimmt alles. Es gibt genug leider Zuwanderer, die Probleme hier auch in dieser Stadt vermehrt Probleme machen. Auch in den Umkreisenstädten, die eben leider für das Sinnbild werden, weil sie eben provokant in der Öffentlichkeit sind. Sind Drogendealer, Junkies, keine Ahnung was, schlagen sich, krapschen irgendwelche Frauen an, keine Ahnung. Aber Leute, vergisst nicht, und diese Message will ich euch mitgeben, das ist nicht die Religion, die das denen vorgibt, sondern es sind deren schlechten Charakter, weil sie vom Mensch her schlecht sind und nicht von der Religion. Okay? Dankeschön. Habe ich mir einen Text rausgesucht, der das so, sage ich mal, das Ganze einfach komprimiert wiedergibt. Und zwar, ich hoffe, dieser Film wird viele Menschen erreichen und zum Umdenken anregen, hin zu einer Gesellschaft, in der Respekt, Mitgefühl und Zusammenhalt stärker sind als Hass und Vorurteile. Jeder von uns hat die Macht, durch kleine und große Taten den Unterschied zu machen. Danke, Leute. Hier nicht um mein Ziel kommen. Jahre weg, Wellen weg, hab zu viel davon. Die Geschichten sind bis heute noch geblieben. Vieles stimmt, doch die meisten Leute liegen. Zu viel bewegt und genau das macht euch Angst. War im Knast für eine Sache, die nicht stimmt, ich hab's gesagt, ey. Von Realness kennt doch fast niemand die Werte mehr. 450 wird euch diesen Straßencode erklärt. Back on track, von Rabat bis nach Hanau. Eine Ermahnung, die ganz klar kommt, denn die Liste, sie ist lang, Bro. Das ist der Startschuss und Feuer auf die Medien. Wir leben hier, um zu verewigen. Es ist der Kreislauf des Lebens und ich scheiß auf eure Regeln. Mir egal, was ihr sagt und wer redet. Heute fokussiert auf mein Ziel und meine Hater kotzen, weil sie sehen, dass ich real bin. Out of the system, Mittelfinger an die ganzen Heuchler. Lauter Gesindel
und gesorgst diese Ich wurde heute eingeladen, auch auf dem Event von Marvin. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand den Film sehr informationsvoll, sehr emotional und auch es ist ihm wirklich erfolgreich gelungen. Und das ist auch eine sehr deep Story. Und ich kann euch nur weiterempfehlen, den Film auch zu gucken. Ich bin Hani und ich schließe mich auf jeden Fall an. Ich finde es auch, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend geworden und ich finde es auch schön, dass er erzählt über seine Story, aber bezieht auch noch das, was in Hanau passiert ist, zum Beispiel mit ein oder auch Religionen und generell halt Rassismus und deswegen sehr, sehr top auf jeden Fall, dass da an jeden gedacht wurde. Starke, starke Message. Yo, liebe Leute, gerade nach einem richtigen Gefühlsachterbahns-Chaos. Also ich habe viel erwartet vom Film, meine Erwartung wurde übertroffen. Ich bin mit der Thematik natürlich vertraut gewesen, aber viele Sachen wusste ich nicht. Weiß sie jetzt besser zu verschätzen, verstehe den Grund des Filmes und bin wirklich überzeugt, dass Marvin Dell unschuldig ist. Und durfte ihn heute besser kennenlernen, glaube ich. Ja. Was sagst du, Fabo? Ich schließe mich auf jeden Fall der Thematik an. War ein sehr guter Film. Schade, dass er so kurz war, weil ich war wirklich da drinnen gefesselt. Auch die Thematiken zum Glauben hin, für mich selber als konvertierter Muslim, sehr schön anschaubar gewesen. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, diesen Film einmal zu schauen. Ja, ich schließe mich auch an, auf jeden Fall. Ich kenne ja Marvin auch schon länger, mein Bruder jetzt. Du hast endlich geschafft, was du wolltest. Wir sind alle stolz auf dich. Sehr bewegend, der Film sehr bewegend. Hat mich wirklich auch bei gewissen Stellen so ein bisschen mitgenommen. Mein Bruder jetzt alle wissen, wer du bist. Ja, Mann. Alle wissen, du bist unschuldig. Ja. Auch Grüße an alle, die da mitgewirkt haben. Sah echt super aus, super Qualität. Kann ich jedem nur weiterempfehlen. Und ja, Mann, sehr bewegend der Film, sehr emotional. Peace. Also ich fand den Film persönlich richtig stark. Ich habe auch lange drauf gewartet, habe ihn davor schon gefragt gehabt, ob er mir den zeigen kann, aber ich musste mich leider auch geduldigen. Ich fand sehr, sehr stark auch die Interviewpassagen von der Dokumentation. Das hat es dann wirklich zu einem Dokumentarfilm gemacht. Und ich wünsche ihm natürlich nur das Beste als ein engstehender Bruder. Und ja, war top, wirklich sehr, sehr gut. Dem kann ich mich nur anschließen. Sehr inspirierende Person bist du, mein Lieber. Weitermachen. Wir sind alle sehr gespannt, wie die nächsten Kapitel in deinem Leben aussehen. Bis dahin kannst du dich erstmal beruhigen. Alles abgeschlossen. Du hast den Support von uns allen. Mich macht sehr stolz, dass mein Bruder so weit geschafft hat und dass er es letztendlich ins Kino geschafft hat und seinen Film selbst vom Sitzplatz aus gucken konnte. Gerechtigkeit siegt. Leute, auf jeden Fall. Jetzt sind wir raus aus dem Kino. Wir essen jetzt hier noch ein bisschen auf Halal-Basis. Einmal Dankeschön an die Küche, Dankeschön Birgül, Dankeschön Mama, danke, Dankeschön.